Wenn auch du möchtest einen saftig grünen Rasen haben, dann kommst du ums Düngen fast nicht herum. Wie das funktioniert, das zeige ich dir im heutigen Video. Nach dem Winter sieht der Rasen meistens ein bisschen mitgenommen aus und er braucht einen kleinen Boost, damit er wieder saftig grün wird. Die beste Zeit zum Düngen ist so im März, April, kurz bevor eigentlich die Vegetation wieder einsetzt. Am besten ist es auch, wenn es kurz nach dem Düngen regnet, damit die Nährstoffe schnell in den Boden gehen und dann vom Rasen aufgenommen werden. Nebst verschiedenen Spurenelementen braucht der Rasen vorwiegend Stickstoff, Phosphor und Kali. Das sind eigentlich so die drei wichtigsten Nährstoffe, die er braucht. Und die tun wir ihm vorwiegend durch den Dünger eigentlich zuführen. Der Stickstoff ist dabei vor allem für die Pflanzenbildung, für das saftige Grün zuständig. Das Phosphor ist eher so ein bisschen für die Blütenbildung verantwortlich, aber trotzdem auch sehr, sehr wichtig. Und beim Kali geht es vor allem ein bisschen um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Pilzerkrankungen und auch im Winter gegenüber der Frosthärte. Das sind eigentlich so die drei wichtigsten Sachen. Grundsätzlich gilt wie bei jeder Pflanze das Minimumprinzip. Immer das, was am wenigsten vorhanden ist, so gut kann eigentlich die Pflanze wachsen. Wenn du nicht weißt, was das Minimumprinzip ist, dann schau doch unbedingt mal das Video, dann weisst du es nachher. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Düngersorten. Grundsätzlich kann man zwischen organischem und anorganischem Dünger unterscheiden. Beim organischen Dünger, der wirkt eigentlich indirekt, indem man ihn aufstreut und dann die Nährstoffe zuerst durch Mikroorganismen oder durch Regenwürmer zersetzt sind und erst dann für die Pflanzen zur Verfügung stehen. Beim anorganischen Dünger ist es so, dass die Nährstoffe sofort für die Pflanzen zur Verfügung stehen. Das macht es ein bisschen einfacher, um das Ganze zu dosieren und der Effekt kommt auch viel schneller. Wir verwenden heute einen Langzeitdünger. Das ist eine Mischung zwischen organischem und anorganischem Dünger. Das heisst, wir haben über einen längeren Zeitraum immer viel Nährstoffe für die Pflanzen zur Verfügung und durch das, dass wir nur eine Gabe im Jahr oder maximal 2 geben müssen, können wir uns natürlich viel Arbeitszeit und dementsprechend auch Kosten sparen. Wenn man einen Starterdünger verwendet, dann muss man den immer in mehrere Gaben über das Jahr geben. Auf kleinen Flächen ist das sicher kein Problem, aber für größere Flächen ist es natürlich sehr viel Arbeitsaufwand. Dann kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Tipp, und zwar tun am besten das Düngerwägeli auf dem Plattenbelag oder auf dem Teer befüllen, weil es kann passieren, dass dir etwas daneben geht und wenn zu viel Dünger auf dem Rasen landet an der gleichen Stelle, dann geht der Rasen nachher kaputt. Darum mein Tipp: das Düngerwägeli auf der Platte befüllen und das machen wir jetzt einfach. Wenn du nicht weißt, wie man so ein Düngerwägeli einstellt, dann haben wir dir auch ein Video produziert. Das kannst du dir als erstes anschauen. Ich werde jetzt längs und quer zum Rasen fahren. So kann ich eigentlich vermeiden, dass ich irgendeine Stelle auslasse und dass wir nachher geile Stellen haben. So ein Düngerwägeli in dieser Art eignet sich sehr gut für Kleinflächen. Bei grösseren Flächen muss man entweder dann von Hand düngen, was ein bisschen Übung erfordert, oder aber ein grösseres Düngerwägeli verwenden. Und dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los. Zuerst längs und nachher quer. Wenn du fertig bist mit Düngen, bleibt meistens noch ein bisschen Dünger vorig. Und das können wir natürlich wieder in den Sack zurückleeren. Im Umgang mit Dünger ist es sehr, sehr wichtig, dass du schaust, dass der Dünger nicht feucht wird, sonst fängt er an zu klumpen. Und es ist auch ganz wichtig, dass du nur trockenen Rasen düngen, damit der Dünger wirklich schön zwischen die Grashalme reingeht und am Boden runtergeht, wo er dann auch wirklich wirkt und nicht am Grashalm kleben bleibt und so eigentlich dann den Rasen kaputt macht. Wenn du fertig bist mit Düngen, dann passiert es auch immer wieder mal, dass da ein bisschen Dünger auf der Platte liegen bleibt. Es ist sehr wichtig, dass man den Dünger entfernen tut, weil sonst in Verbindung mit Feuchtigkeit kann das zu Verfärbungen führen. Das geht zum Beispiel mit so einem Besen oder natürlich auch mit dem Laubgebläse, indem man einfach den Dünger in den Rasen rauswischt, dass wir keine Flecken nachher auf der Platte haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Wie du siehst, Rasendüngen ganz einfach. Jetzt warten wir noch auf den Regen und in etwa 2 Wochen haben wir wieder einen perfekt grünen Rasen. Wenn auch dir das Video gefallen hat und du noch mehr so Videos möchtest sehen, dann tu doch unbedingt den Kanal abonnieren. Dass wir sonst das war gemein. Nicht mehr so saftig grün.
Und gerade in der Zeit von März, April ist nichts.